Der Verstand hat so viel versucht, das Leben eigentlich zu leben, so viele Schritte gegangen, wir haben so viel Erfahrungen gesammelt. Irgendwann sammelt sich das wie so an im Alter. Umso älter man wird, umso mehr sammelt sich das an, so eine gewisse Lethargie dem Leben gegenüber. Und über die wollen wir heute mal reden. Ja. Weil das liegt uns wirklich am Herzen. Es sind so viele Menschen, die auf eine Art schon wie so mit dem Leben abgeschlossen haben. Also da kommt wieso nichts Neues oder da kommt auch kein neuer Partner vielleicht mehr oder einfach mit der Lebenssituation wie so abgeschlossen haben. Das braucht zu viel Anstrengung, um das Leben zu verändern. Und deshalb versucht man es gar nicht mehr, weil man sich so viele Jahre eigentlich so angestrengt hat. Ne? Vielleicht die Kinder großzuziehen, vielleicht im Job Erfolg zu haben oder spirituell erfolgreich zu sein, zu erwachen, im Sport. Ne? Alles so diese Anstrengung zu leben, die dann nicht von Erfolg gekürt ist, würde ich mal sagen. Ne? So, ne? Der Erfolg, vor allen Dingen der Erfolg, wie wir uns das vorgestellt haben, der ist nicht gekommen. Ne? Also man macht ja eine Anstrengung, um irgendwas, ne, wie du jetzt sagst, das Erwachen oder der Partner oder der Job oder von Freunden gemocht zu werden, in der Familie Anerkennung zu haben. 1000 Gründe und es ist nicht das eingetroffen, worum wir uns so angestrengt haben. Ja. Ne? Oder es ist dann hintenrum wieder eingebrochen und so ja, und wir uns können uns weggenommen manchmal worden. Wie noch so positiv versuchen auszurichten. Irgendwo bleibt so ein bitterer Beigeschmack, es hat doch nicht gereicht. Es hat wie nicht gereicht. Und dem wollen wir jetzt wie so einen Moment einfach mal Raum geben und Zeit geben, das wie so nachzuspüren, weil es wirklich auch richtig und okay ist. Man hat viel versucht und sich angestrengt, das Leben zu leben. Und mal hat man Erfolg gehabt, mal hat man Misserfolg gehabt. Und es bleibt wie so eine gewisse, oh, ich mag gar nicht mehr. Oder mich wieder anstrengen, irgendwie Es bringt schon. ja eh nichts. Ja, ich habe so viel versucht und es bringt wie so eh nichts. Und dieses Erkennen ist eigentlich wie so ein spiritueller Step. Das ist wichtig, das zu erkennen. Diesen lethargischen Zustand vom Mind, vom Denken gegenüber dem Leben, ist ein wichtiger Step. Wir sollten nur nicht zu lang in dem bleiben und das wie so als endgültig sehen. Weil das, was eigentlich da rauskommen kann, ist, dass wir eigentlich noch nie versucht haben, unangestrengt zu leben. Also die Lethargie oder dieser Zustand von, boah, ich kann nicht mehr oder es bringt wieso nichts, ist nur, weil das Denken kapituliert gegenüber dem Leben. Genau, das gibt eigentlich wie auf. Ne? Ja. Das hat es eigentlich nicht geschafft. Ne? Und deshalb lasst uns doch das Denken aufgeben. Ja. Einfach, es ist okay, du hast alles versucht und jetzt gib auf. Und in diesem Zustand von diesem Aufgeben spüren wir uns, spüren wir den Körper. Weil das, was aufgibt, ist das Denken. Ja. Das ist nicht wir. Ne? Das Denken gibt auf. Und das ist so wichtig, das zu sehen. Das Denken ist am Ende. Und das ist mega schön, weil es ist wie sowieso zu hoch für das Leben. Das Denken kann das Leben nicht leben. Ne? Das hat es versucht. Aber das ist zu hoch. Das Leben ist zu impulsiv. Das Leben ist es hat seine eigene, es hat gar keine Verbindung zum Denken. Also so wie wir gelebt haben, fehlt die Verbindung zwischen dem Denken und dem wirklichen Leben. Und das Denken kann das Leben nicht leben, sondern das Leben lebt und das Denken kann sich unterordnen. Deshalb ist es mega schön, wenn das Denken am Ende ist. Bloß wir denken dann, wir sind am Ende. Ne? Mein Leben ist am Ende. Und das ist der Trugschluss. Weil das, was du so schön gesagt hast, wenn wir das merken und uns dem hingeben oder das zulassen, dass das Denken aufgibt,
merken wir, dass wir ja immer noch da sind und dass das Leben Einfach auf immer einem noch da ist. sehr niedrigen Energielevel. Genau. Also dieser lethargische Zustand ist einfach ein Zustand von sehr, sehr langsamer Energie, aber immer noch lebendig. Es hat immer noch Leben in einem. Aber wir haben vielleicht nicht mehr diese Hoffnungen oder Erwartungen oder Wünsche. Aber dieser Zustand ist energetisch gesehen sehr langsam. Und wenn wir das mal nicht als falsch sehen, also wir müssen gar nicht in dieses, boah, ich muss mein Leben verändern oder so. Nein, wir wollen einfach mal dem Raum geben, diese Lethargie auch zu fühlen, tatsächlich im Körper zu fühlen, auch zu sehen in der Welt. Die Natur ist manchmal auch lethargisch, die setzt sich wie zur Ruhe, es kommt alles wie zur Ruhe und zieht sich wie so zurück. Und in dem ist wie so eine Neugeburt, wenn wir es zulassen, diese Lethargie, und uns nicht dagegen sträuben, gegen das oder das wie so falsch fühlen. Aber wie du gesagt hast, es ist nicht das Ende, wir sind da nicht drin. Also wir sind nicht drin im Denken, was diesen Zustand eigentlich jetzt sowieso erzeugt. Jetzt ist eigentlich der Step da, übers Denken hinauszugehen. Weil da ist was in uns, was lebt, was lebendig ist, jetzt in diesem Moment, egal wie düster die Gedanken sind, egal wie hoffnungslos wir sind. Es ist was in uns lebt und außerhalb von uns in Erscheinung tritt. Und mit dem in Kontakt gehen, und das ist manchmal sehr sanft, also es ist so ein sanftes Lebendigsein, so ein ruhiges Lebendigsein. Und das können wir fühlen. Und das können wir oft fühlen, wenn wir diese Sensibilität haben von, ich kann nicht mehr. Oder es bringt ja doch alles nichts. Wenn wir dann anfangen, uns zu fühlen, nähern wir uns eigentlich dieser Lebendigkeit, die in uns ist, wo wir auch gar nichts machen müssen. Wir müssen uns nicht anstrengen, um zu leben. Wir müssen uns vielleicht anstrengen, um Geld zu verdienen, erfolgreich zu sein, einen Partner zu finden. Das könnte man alles sagen, dann müssen wir uns aber doch anstrengen und so. Aber wir wollen mal auf dieses Rudimentäre, diese Lebendigkeit, die in uns ist, die mal zu fühlen, der mal Raum zu geben. Die ist größer als die Lethargie. Und in dieser Lebendigkeit, wenn die sich ausruht, wenn da so ein Ausruhen kommt, kommt immer eine neue Schöpfung. Es kommt ein kreativer Impuls her. Und mit dem im Einklang zu sein, ist ein ganz neues Leben. Nicht wir müssen unser Leben verändern, wir müssen das Leben leben lassen. Wenn wir das Leben leben lassen, ist die ganze Existenz, das Leben mit uns. Wir sind endlich nicht mehr alleine, das alles zu stemmen. Wir leben vereint mit dem Leben. Anstrengungslos erreichen wir die Ziele, die wir haben. Anstrengungslos sind wir erfolgreich, finden vielleicht einen Partner, ändern unser Leben. Aber es muss einfach sein, es muss wie so natürlich aus uns herauskommen. Und auf diese Impulse kann man nur zugreifen, wenn wir in diesen Zustand von Nichts, von diesem Loslassen reinkommen. In uns schlummert eine Lebendigkeit, die kein Anfang und kein Ende hat. Wo wir nicht mehr machen können mit Anstrengung oder weniger machen können, indem wir total lethargisch sind. Oder vielleicht das Gefühl haben, es ist alles hoffnungslos. Irgendwas ist da, wo lebt.
Und es ist schön, wenn der Verstand manchmal aufgibt und sich wie eigentlich niederbeugt und eigentlich sich niederbeugt der Existenz oder dem Leben. Ja, ich habe es nicht geschafft, aber ich lebe noch. Ich bin mehr als das Denken. Ich lebe. Vielleicht nicht so, wie sich das Denken vorstellt, aber das ist so der erste Step. Vielleicht ist das Glücklichsein oder den Frieden finden ganz anders, als wie wir es uns vorstellen. Vielleicht sind wir auch nur lethargisch, weil wir nicht mehr gefühlt haben, weil wir unser Leben zugemauert haben mit Sachen, die wir erreichen wollen oder gemacht haben, obwohl wir es eigentlich gar nicht machen wollten. Vielleicht sind wir taub geworden, ne? Taub gegenüber dem Leben. Oder Sachen, die uns auch nicht entsprechen. Ne? Das ist so, wir leben oft ein Leben, was wir uns vorstellen und versuchen zu erreichen, was wir uns vorstellen. Und das ist nicht immer im Einklang mit dem, was es in uns angelegt ist. Und wenn wir so eigentlich wie an uns vorbeileben, ne, nach unserer Vorstellung, klar ist dann der Verstand genervt, wenn er das nicht schafft. Aber das ist die Chance zu gucken, was denn wirklich was will wirklich leben, ne? leben will, ne? Was wirklich rauskommen will, was vielleicht angelegt ist in dir, wo du dir gar nicht vorstellen konntest. Das kann viel schöner sein und viel intensiver oder klüger, gesünder als das, was du vielleicht als das, was der Verstand sich vorgestellt hat. Ne? Das kann ja auch gut sein, dass das Lethargische oder dieses Energielose ne, genau richtig ist, weil vielleicht soll es auch in diese Richtung gar nicht für dich gehen. Genau. Weil wenn du dich verbindest mit diesem Urlebendigkeit, die einfach da ist, geht es automatisch in die Richtung, wo du geboren wurdest, um das zu leben. Genau. Dafür musst du dich nicht anstrengen, du bist geboren worden, um das zu leben, dich so auszudrücken, das zu werden oder in die Welt zu bringen. Ne? Und das ist eigentlich mega schön, wenn wir uns da die Zeit geben, dieses Lethargie oder dieses... Und da vielleicht auch mal so selbst wenn du schon ansatzweise da rein spürst, ob das wahr sein könnte, ne? Und dann mal guckst, was das macht. Das ist so, wir denken gar nicht so weit, wir sind in dieser Lethargie dann manchmal so gefangen und haben das Gefühl, wir haben versagt oder wir schaffen es einfach nicht. Und das ist ja auch nur eine Ansicht vom Verstand. Ne? Und wenn wir da mal anders hingucken, vielleicht merkst du das, dass das sein könnte, dass da was ganz anderes in dir leben will oder sich zeigen will oder Raum haben will. Und du dein Leben lang da nicht drauf gehört hast, sondern das ist einfach eine Chance. Das ist so wichtig, eigentlich über den Verstand hinauszugehen, über die Vorstellung von glücklich sein, was wir wollen. Wollen wir wirklich so angepasst sein in der Gesellschaft? Ich glaube, die Menschen, die vielleicht so lethargisch sind oder auch hoffnungslos, sind oft in den falschen Positionen. Eigentlich oft wie nicht da, wo das Innere wirklich hin will. Ja. Das ist wie wenn man eine Blume in die Wüste macht und außen das Ganze ist einfach, die Temperaturen stimmen einfach nicht und man verwelkt einfach wie so langsam. Ne? Und wenn man es am richtigen Ort hinbringt, erblüht es und leuchtet. Und deshalb ist es so wichtig, wirklich zu schauen, was ist da im Innern, was sich ausdrücken will. Und das kann sehr, sehr fein sein, das kann sehr klein sein, sehr kleine Schritte sein, ne? Aber immer in diese Richtung gehen von dieser Urlebendigkeit, von diesem anstrengungslosen Leben.
vielleicht ist so das Glücklichsein, was wir suchen in diesen Kicks, vielleicht ist das nichts für uns. Vielleicht müssen wir nach innen schauen und so ein ruhigeres Glücklichsein finden, das immer da ist, wo wir nicht abtrennen können von uns. Deshalb lehn dich zurück auf dein Sofa, in den Sessel und ruh dich aus. Ruh dich manchmal aus von diesem anstrengenden Leben und fühl dich mal rein, wie könnte es leichter sein. Wenn du nichts tun müsstest, aber alles tun dürftest, was für Schritte würdest du gehen? Und frag nicht das Denken, frag dein Herz oder dein Körper, was für Schritte würdest du gehen? Sei mutig. Das Denken ist von Angst geprägt mit Veränderung, aber dein Herz oder Bauch oder so, das Bauchgefühl, subtil. das weiß, wo es hingehen will. Und das weiß auch, wenn es falsch ist, wenn es in die falsche Richtung geht. Und vielleicht ist die Lethargie dafür da, das alles zu hinterfragen. Ja. Und ganz neu zu gucken. Ja, manchmal ist das so ein wichtiger Step, ne? Dass man vielleicht nicht so zufrieden ist mit dem Leben, wie es ist. Und das Gefühl von Energielosigkeit oder Lethargie ist vielleicht so ein Türöffner für dieses tiefere Sein von dir. Schön. Ist gut, ne?